Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch wieder eine wunderschöne Erdbeertorte. Bei uns gibt es nämlich schon regionale Erdbeeren und der Muttertag steht vor der Tür und da braucht ihr sicher jeder eine Torte. Und diese besteht aus meinem Biskuit, dem halben Rezept und einer super leckeren Quark-Sahne-Creme mit frischen Erdbeeren und natürlich den Erdbeeren um den Rand und Erdbeeren oben auf. Wir starten gleich mit der Zubereitung unserer Creme, denn den Biskuit habt ihr euch am Vortag am besten vorgebacken. Als erstes werden wir uns die 500 Gramm Quark mit den 80 Gramm Zucker und dem Zitronensaft und der abgeriebenen Schale verrühren. Ich habe jetzt hier Halbfettstufe, aber ihr könnt auch Magerquark verwenden. Da kommt nun unser Zucker hinzu. Ich habe hier Feinzucker genommen, 80 Gramm. Dann reibe ich mir noch etwas Zitrone ab. Das muss nicht unbedingt sein, aber ich finde, das gibt dem Ganzen noch eine schöne Frische und passt auch gut zu den Erdbeeren. Darauf achten, dass man nur das Gelbe abreibt und nicht das Weiße, das schmeckt dann so ein bisschen bitter. Ich nehme ungefähr die halbe Zitrone und den Rest reibe ich mir dann noch weiter ab und trockne das Ganze. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, wie ich das mache. Ich reibe das einfach auf einen Teller ab oder auf eine kleine Schale und dann lasse ich die einfach 1-2 Tage an der Küchenluft trocknen und fülle sie dann um in ein kleines Gläschen und so habe ich immer abgeriebene Zitronenschale vorrätig. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch den Saft hinzugeben, so ungefähr von der Hälfte der Zitrone, so ein bisschen was, einfach für den Geschmack. So ungefähr 1 bis 2 Teelöffel, einfach nach Geschmack hinzugeben. Und jetzt wird das Ganze schön miteinander verrührt. Und ich nehme da einfach gern Feinzucker, da der sich am besten auflöst. Und das reicht auch schon, das können wir uns gerade beiseite stellen. Und dann schlagen wir uns einfach die Sahne steif mit 2 Tütchen Sahnefest, ganz wichtig. Oder ihr könnt auch Sanapart verwenden, damit das Ganze einfach nachher steif genug wird. Und die Sahne wie immer so ein bisschen anschlagen und dann unser Sahnefest hinzurieseln lassen. Die Sahne so festschlagen, dass ein Messerschnitt sichtbar bleibt und dann können wir sie zusammen mit den Erdbeerwürfelchen, die wir uns vorher geschnitten haben, auch schon unter die Quarkmasse heben und dann ist unsere Creme auch schon fertig. Bevor ich jetzt die festgeschlagene Sahne und die Erdbeerwürfelchen hier unter die Quarkmasse ziehe, werde ich noch etwas Sanapart unterrühren, einfach zur Sicherheit. Ich habe jetzt hier erstmal 4 Teelöffel Sanapart, das entspricht 2 Blättern Gelatine. Einfach deswegen, weil ich ja noch den Zitronensaft drin habe und das Ganze dann doch etwas flüssig ist. Das hängt auch immer vom Quark ab. Schön verrühren und ihr seht, er wird jetzt viel fester. Dann kann man auch entscheiden, brauche ich noch mehr oder reicht mir das jetzt so, dass es in der Torte auf jeden Fall standfest ist. Das ist ganz gut fest. So, wunderbar. Jetzt können wir uns die Sahne hinzugeben. Ist einfach sicherer, wenn man da noch ein bisschen Steifungsmittel auch in den Quark gibt. Gerade wenn der Quark so etwas flüssiger ist und man noch etwas Zitronensaft hinzugegeben hat. Das jetzt vorsichtig unterheben. Dann gucken wir noch mal, wie fest die Creme ist. Und ihr seht, die hat schon gut Stand. Und jetzt können noch die Erdbeeren dazu und dann können wir das Ganze auch schon in unsere Torte füllen. Natürlich nicht, ohne den Boden vorher noch mit Erdbeermarmelade zu bestreichen. Ich gebe jetzt noch 200 Gramm fein geschnittene Erdbeeren hinzu. Und da könnt ihr auch weniger verwenden, aber ich denke 200 Gramm ist eine gute Anzahl. Und ich habe sie sehr fein geschnitten, damit sie sich einfach gut dann auch in die Torte verteilen. Wunderbar, mehr müssen wir gar nicht machen. Jetzt können wir uns den Boden vorbereiten und die Torte schon füllen. Ja, und da ist mein Boden. Ich habe, wie gesagt, das halbe Rezept von meinem hellen Biskuit verwendet. Schneide mir den jetzt gerade aus der Form. Und da ist er schon. Die Backhaut werde ich mir noch abnehmen und dann können wir ihn auch schon verwenden. So, mein Boden ist vorbereitet. Ihr seht, er ist nicht ganz plan gewesen und ich habe versucht, ihn rosa zu färben. Allerdings etwas zu halbherzig. Man sieht es nur so ganz leicht. Aber ihr könnt natürlich etwas mehr Farbe als ich verwenden und dann habt ihr auch einen rosa Tortenboden. Passt dann super schön. Ich gebe jetzt hier meine Erdbeermarmelade darauf. Die hat keine Stücke, es ist einfach mehr so ein Gelee. So ein bisschen was. Und das streiche ich jetzt erstmal hier unten auf.
Die macht unseren Boden noch fruchtiger und saftiger. Sehr schön. Jetzt stellen wir uns unseren Tortenring darum. Ziehen den wie immer schön fest. Der muss jetzt wirklich richtig gut sitzen, denn wir werden uns jetzt natürlich die Erdbeeren hier außenrum stellen. Und dafür habe ich mir schöne gleichmäßige Erdbeeren rausgesucht, die etwas größer waren. Und habe die gerade vorher beiseite gelegt, bevor ich die anderen klein geschnippelt habe. Und die kommen jetzt bei mir an die Seite. Die Erdbeeren sollten natürlich alle möglichst die gleiche Größe haben, dass dann unser Rand auch möglichst schön aussieht. Und wir stellen sie einfach hier so ran, mit der Schnittseite nach außen und der Spitze nach oben. Dann kriegen wir einen wunderschönen Erdbeerrand und dazwischen kommt dann unsere Creme. Und so müssen wir dann die Torte auch außen nicht mehr groß dekorieren am Rand, sondern die hat dann diesen wunderschönen Erdbeerrand und das reicht auch schon. Und ich habe jetzt hier so etwa 250 Gramm Erdbeeren verwendet für den äußeren Ring. Und ich rate euch auch, kauft etwas mehr Erdbeeren. Schaden kann es nicht. Die restlichen, die übrig bleiben, kann man ja so aufessen. Einfach deswegen, weil man dann die nicht so schön aussortieren kann und man dann auch wirklich gleiche Beeren möglichst sich zusammensammeln kann. Perfekt. Ganz kleiner Spalt ist hier noch zwischendrin offen. Das ist gar nicht schlecht. Dann kann so ein bisschen Quarkcreme auch dazwischen kommen. Das sieht dann noch hübscher aus. Also lasst ruhig einen ganz kleinen Spalt zwischen den Erdbeeren. Das macht die Sache perfekt. Und jetzt machen wir uns ans Füllen und geben einfach unsere Quark-Erdbeersahne hier oben auf. Und solltet ihr diese Creme rosa haben wollen, dann könnt ihr natürlich auch einen Teil der Erdbeeren pürieren und hinzugeben oder die Creme auch färben. Dann müsst ihr vielleicht nur ein bisschen mehr Sun Apart noch hinzugeben. Klingelt es bei mir an der Haustür. So, noch schön glatt streichen. Und natürlich bis zum Rand. Das meiste von der Creme wird sowieso von den Erdbeeren gehalten, aber wir wollen es ja auch noch so ein bisschen drüber streichen. Das heißt, so gehen wir jetzt noch so ein bisschen über die Erdbeeren rüber. Deswegen dürfen die natürlich nicht zu groß sein, dass man auch noch rüberkommt, dass das Ganze schön passt. Apropos, die Torte hat 24 cm Durchmesser, falls ich es noch nicht gesagt haben sollte. Und da passt das ganz gut. Und wenn ihr die Creme hier drinnen ohne Früchte machen wollt, also nur eine Quarkcreme machen wollt, ist das natürlich auch möglich. Gar kein Thema, aber ich fand es jetzt noch schöner, auch innen drin noch Früchte zu haben. Wunderbar. Jetzt stellen wir die Torte erstmal für eine halbe Stunde in den Tiefkühler oder eine Stunde in den Kühlschrank. Und am Ende der Kühlzeit können wir uns dann auch schon unseren Tortenguss herrichten. So, und für den Tortenguss gebe ich mir jetzt Tortenguss fix mit Erdbeergeschmack. Das gibt es im Handel zu kaufen oder ihr könnt natürlich auch normalen roten Tortenguss nehmen, den dann zubereiten in eine Schüssel und gebe da kochendes Wasser drüber und zwar nur 350 Gramm und dazu noch etwas Erdbeersirup, sodass es 400 Gramm ergibt. Also 400 Gramm Flüssigkeit. Und das muss jetzt schön eine Minute verrührt werden mit dem Schneebesen oder eine halbe. Noch meinen Erdbeersirup hinzu. Das ist optional natürlich, aber das verstärkt nochmal die Farbe und den Geschmack des Ganzen. Ihr könnt auch stattdessen nur 400 Milliliter Flüssigkeit, also Wasser hinzufügen. Normal sind es immer 500 Milliliter, aber da wir das Ganze ja als Spiegel verwenden wollen, müssen wir etwas dichter arbeiten. Schön verrühren und selbstverständlich könnt ihr auch einen Fruchtspiegel zubereiten aus pürierten Erdbeeren und Stärke und Zucker. Das ist genauso möglich. Und sobald das jetzt ein bisschen abgekühlt ist dann auch, können wir es auf unsere Torte gießen. Ja, sieht gut aus. Los geht's, wir gießen einfach vorsichtig auf. Und wenn die Torte schön gekühlt ist, dann passiert da auch nichts. Dann vermischen sich die Schichten nicht. Und wenn wir 2 Pakete Tortenguss verwenden, dann ist das auch dick genug, um alles schön zu bedecken.
Wunderbar, das Ganze muss jetzt nochmal anziehen. So eine halbe Stunde im Tiefkühler bis eine Stunde im Kühlschrank und dann könnt ihr die Torte fertig dekorieren. So, nach etwas Kühlzeit sieht die Torte so aus. Sie ist schön fest geworden. Bei mir, ihr wisst es, ich lasse immer über Nacht kühlen. Das müsst ihr aber nicht unbedingt. Es reicht auch eine Stunde oder eine halbe sogar, je nachdem, wie gut eure Torte vorher gekühlt war. Und wir können sie jetzt entweder so servieren oder uns noch Sahnehäubchen aufspritzen und Erdbeeren aufsetzen. Oder noch eine Sahneschicht, eine Sahneschmandschicht, rosa und eine Rosettenschicht mit Erdbeeren aufsetzen. Das ist sozusagen das Raffinierte an dieser Torte, aber natürlich müsst ihr diesen Schritt jetzt nicht machen. Und damit wir den Spiegel noch sehen, denn er ist ja wirklich wunderschön, werden wir in der Mitte etwas freilassen und dann nehmt ihr euch einfach so einen Dessertring und versucht genau den in die Mitte zu setzen und dann werden wir die Creme, unsere Sahne-Schmandcreme, außenrum streichen. Ihr könnt natürlich auch ein Herz dort in die Mitte setzen. Für den Muttertag oder für den Geburtstag ist es auch schön. Wir drücken uns den Ring so ein bisschen ein in der Mitte oder das Herz oder was auch immer ihr nehmt. Dann stellen wir uns das beiseite und machen uns erstmal an die Zubereitung unserer Schmand-Sahne-Creme. Für die Schmandsahne oben auf gebe ich mir jetzt die 200 Milliliter Sahne, gut gekühlt sollte sie sein, in meine Schüssel. Und ich lasse wie immer während des Schlagens etwas Vanillinzucker oder Zucker und Sahnefest natürlich einrieseln und werde dann am Schluss noch den Schmand unterheben. Und ich werde dann noch einen Teil Sahne aufschlagen für die Rosetten. So, und Achtung, noch nicht ganz steif schlagen, denn jetzt geben wir noch unsere Farbe oder den Likör hinzu oder den Sirup. Bei mir ist es Sirup, so ein bisschen was. Und natürlich auch den Schmand. Ich habe hier 150 Gramm, einfach einen Becher. Und das Ganze nochmal verschlagen. Und ihr seht, das färbt jetzt noch nicht so dolle mit dem Sirup. Und damit es nicht zu süß wird, werde ich jetzt noch etwas Lebensmittelfarbe verwenden. Damit das Ganze auch wirklich hebt, gebe ich jetzt noch 2 Teelöffel Zanapat dazu, damit ich auch wirklich sicher bin, dass das alles schön standfest ist. Und wenn die Creme schön standfest ist, dann können wir sie uns auf die Torte geben. Schon so ein bisschen verstreichen. Und das ist wirklich eine raffinierte Torte. Natürlich kann man auch den Spiegel alleine zeigen. Der ist ja auch wirklich schön und das sieht sicher auch toll aus. Aber ich finde es so besonders raffiniert. Und diese Creme schmeckt fantastisch. Sollte sie euch nicht fest genug geworden sein, könnt ihr natürlich auch mehr Zanapat verwenden. Das jetzt schön verstreichen, es passt genau rein. So. Und jetzt brauchen wir natürlich noch mal irgendwie eine Palette oder sowas in der Richtung, damit wir das schön gerade kriegen. Und der Ring in der Mitte oder die Form in der Mitte sollte eben möglichst hoch noch sein, dass wir ungefähr die gleiche Höhe dann auch in der Mitte haben. Das Ganze jetzt perfekt glatt streichen. So, jetzt sollte die Torte noch mal eine halbe Stunde in den Tiefkühler, damit einfach diese obere Creme auch schön kühlen kann und sich schön festigen kann. Und dann nehmen wir die Torte aus der Form und werden sie dann final mit den Rosetten und den Erdbeerhälften oben auf dekorieren. Und während die Torte ein letztes Mal kühlt, können wir uns schon die restliche Sahne für die Rosetten steif schlagen mit etwas Zucker und Sahnefest und die Erdbeeren waschen und trocknen und dann halbieren, und zwar mit Grün. Das sieht dann besonders schön aus.
So sollte die Sahne aussehen. Richtig schön steif, dass wir sie dann auch schön spritzen können. Gerade beiseite stellen, beziehungsweise ihr könnt sie auch schon in den Spritzbeutel füllen und eine Sterntülle dran machen. Ja, dann schauen, dass man möglichst 8 gleich große Beeren hat. Wenn ihr 16 Stücke machen wollt, dann können wir die auch schon halbieren. Und wunderschön sehen sie aus. Ich finde immer, das macht eine Erdbeertorte aus, wenn dann obendrauf so wunderschöne Hälften liegen. Super, alles ist vorbereitet. Jetzt brauchen wir nur noch unsere Torte. So, die Torte war bei mir in der Kühlung, im Tiefkühler. Jetzt will ich hoffen, dass das alles gut funktioniert. Vorsichtig außen rum gehen, denn wir dürfen uns ja jetzt auch nicht die Erdbeeren außen herum beschädigen. Und je schöner wir das machen, desto schöner ist nachher unsere Torte. So, vorsichtig öffnen. Und da ist unsere Torte. Sieht fantastisch aus, wahnsinnig schön. Ich würde beim nächsten Mal 4 Teelöffel Sanapat verwenden, damit sie einfach noch besser hält. Ich schreibe euch das so auf den Blog, dass ihr dann auch das Richtige habt. Und jetzt kommt natürlich das Entscheidende. Wir nehmen uns jetzt hier die Mitte raus. Vorsichtig von innen ziehen. Da ist unsere raffinierte Tortenguss-Cremetorte. Wahnsinn. Jetzt kann man den Rand nochmal vorsichtig mit einer Palette gerade machen und wirklich so abziehen, dass alles perfekt aussieht. Und auch nochmal zur Mitte hin wegstreichen, dass wirklich alles ganz glatt ist. Denn bei dieser Torte können wir nichts verstecken, nicht großartig. Jetzt nehmen wir natürlich unseren Torteneinteiler und setzen den einfach hier in der Mitte wiederum an. Ich hoffe, dass ich jetzt die Mitte richtig treffe. Und drücken ihn leicht ein. Perfekt. Hier habe ich jetzt meinen Spritzbeutel mit der 1M vorne dran, wie immer. Und ich spritze mir jetzt die Rosetten etwas nach innen verschoben, denn sonst bin ich zu weit am Rand und ich habe einfach Sorge, dass das sonst nicht richtig trägt. Aber selbstverständlich, wenn ihr die Creme richtig gut gefestigt habt, dann könnt ihr auch ganz an den Rand gehen. Und die letzte. Sehr schick. Noch die Mitte und dann sind wir fertig. Voilà, unsere Muttertagstorte für das Jahr 2022 ist fertig. So, dann schneide ich unser leckeres Törtchen einmal an. Es duftet schon mega, mega lecker nach Erdbeeren. Und da ist unsere fantastische Erdbeertorte mit Quark-Sahne-Creme. Und ein bisschen was ist mir jetzt leider drin hängen geblieben. Aber das macht nichts. Beim ersten Stück ist immer so ein bisschen schwierig. So, ich schneide noch mal ein zweites Stück. Bei 14 Stücken ist das Ganze ein bisschen einfacher. So, und hier sehen wir unser Stück. Wunderschön sieht die Torte aus. Ich werde sie für euch probieren. So, schön allein der Duft der Torte lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich probiere jetzt für euch. Und ich bin wie immer sehr gespannt. Wahnsinn. Traum. Schaut euch das an, die schönen Schichten. Mega. Ich liebe Erdbeere und die Torte schmeckt mega lecker. Super lecker. Also, ein schöner, fluffiger Biskuit, den kennt ihr ja alle, aber in Kombination mit der schönen Marmelade und der zitronigen Quarkcreme, dem Spiegel und der Schmandsahne, Erdbeerschmandsahne oben auf, einfach ein Traum. Ich werde mein Stück gleich verputzen. Ich liebe Erdbeertorte und diese hier ist wirklich etwas ganz Besonderes. Unbedingt nachbacken.
das war meine raffinierte Erdbeertorte mit Quark, Sahnecreme und frischen Erdbeeren. Und ich hoffe, ihr werdet das Rezept einmal ausprobieren. Vielleicht ja wirklich für Muttertag, vielleicht auch für einen anderen Anlass. Ich finde, sie ist für alles wunderbar geeignet. Ja, dann schickt mir auf jeden Fall eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Video direkt auf YouTube in der Infobox. Und dort findet ihr auch den Link zu meinem Blog. Dort könnt ihr das Rezept dann auch nochmal nachlesen und auch ausdrucken. Dann müsst ihr nämlich nichts mitschreiben und ihr könnt euch so eine kleine Rezeptsammlung anlegen. Für alle Neuen, die jetzt hier auf dem Kanal angekommen sind, während ich Pause gemacht habe, herzlich willkommen. Viel Spaß. Hier gibt es sehr, sehr viele Torten und Kuchen schon. Eigentlich mehr Torten, genau genommen. Und für diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben, tut das einfach mal, dann verpasst ihr keins der Videos mehr. Dort unten ist der Abonnieren-Button und da könnt ihr auch die kleine Glocke drücken. Dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, jeden Sonntag 10 Uhr gibt es eigentlich eine neue Torte, manchmal auch einen Kuchen. Aber eigentlich bin ich eher so die Tortenmacherin und ich hoffe, ihr werdet Spaß auf diesem Kanal haben. Schaut auch schon mal in die Torten-Playlist, die verlinke ich euch hier oben. Denn da gibt es schon massig viele Torten. Da könnt ihr euch wirklich austoben und ganz, ganz viele auch nachbacken. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen Muttertag nächste Woche. Wir feiern zu dem Zeitpunkt die Konfirmation meiner jüngsten Tochter. Dazu werde ich natürlich auch eine Torte machen und sie euch dann nachher auf YouTube zeigen. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis nächste Woche. Tschüss!